Und damit einen herzlichen guten Abend, meine Lieben. Heute gibt's mal einen kleinen Konvoi, sage ich jetzt mal. Also ein, ja, Konvoi im, bei uns halt, im Singleplayer. Genau, wir sind nämlich heute in der 1.35 und ja, wir werden uns heute mal eine spezielle Überraschung mal angucken. Ähm, Wir haben dafür auch einen kleinen Trailer. Dieser wird erst in einer Stunde online gehen. Und ich will aber jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir werden jetzt auch erstmal ein bisschen was raussuchen. So, fahren wir mal nach Metz. Hier. Komm, das passt. Los. Genau. Einen Moment, ich muss mal gucken. Ist nämlich gerade keiner ins Bett V online. Genau. Wie gesagt, das Ganze geht erst um 20 Uhr los. Dementsprechend müssen wir noch ein wenig warten und werden die Zeit mit ein paar anderen Aufträgen uns beschäftigen. Demnächst rechts abbiegen. Ich weiß nicht, wie der Ton für euch ist, ob die Stimme ein bisschen zu laut ist oder nicht. Ich gehe mal Rechts abbiegen und dann davon links abbiegen. aus, dass das passt. Biege nach links ab. Ja, kann ich nicht, wenn da ein Bus und ein LKW kommt und ein PKW. Und noch ein LKW. Und noch ein LKW. Hier endet es. Ich hätte ja eher gesagt, Ziel erreicht. Genau, wir werden jetzt einen kleinen Auftrag hier fahren. Und zwar mit TransInet Anhänger. Wir haben unseren DAF heute am Start. Und ja, wir kauen ein bisschen auf den Bonbon rum. Lass uns loslegen. Ja, das denke ich mir jetzt gerade auch. Wir schauen mal geschwind nochmal. Wir fahren nach Metz. Genau, wir haben zwei mal die Note. Bevor wir loslegen. Ja, SpetV sollte auch das mal wissen. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Gut. Genau. Denn zwischen SpetV und der 1.35 hat sich vieles geändert. Oder einiges, sagen wir es mal so. Zum einen, es gibt ja jetzt diese neue Telemetrie. Biege nach links ab. Muss ich ja, ich wollte eigentlich die in die Vorfahrt lassen, weil ich ja Vorfahrt gewähren muss. Aber gut. Genau, unter anderem die Telemetrie. Da hat ja SpetV ja eine neue veröffentlicht. Unter anderem muss man die nicht mehr im Tempolimit Vordergrund... 50. Ja, schon gut. Unter anderem muss man die halt nicht mehr im Vordergrund lassen, sondern man kann einfach SpetV starten, kann sagen, hier, ich habe das an sich installiert. Jetzt fahre ich einfach mal. Und dann erkennt SpetV automatisch die Aufträge und beendet sie. Zumindest mehr oder weniger, sofern das denn auch alles funktioniert. Weil Fehler sind natürlich immer wieder mal da und
Deswegen gibt es auch ein Entwicklerteam, um das Ganze dann auch wieder zu lösen. Genau. Genau. Dazu. Genau. 1,35, das haben ja viele schon mitgekriegt, das habe ich auch bei mir in der Spedition mehrfach gesagt. Es gibt verschiedene Neuigkeiten. Zum einen wurde ja die Map in Deutschland überarbeitet. Es gibt neue Straßen, ist nämlich dort. Es gibt aber auch neue Straßen in Frankreich. Deswegen habe ich jetzt diese Verbindung Demnächst rechts ausgesucht. abbiegen. Es gibt aber auch die komplette Insel, die neu ist, nämlich Sardinien. Und Biege nach rechts ab. natürlich, mein Schätzchen. Genau deswegen werden wir jetzt nämlich uns das irgendwann mal angucken. Wie gesagt, in der Regel zählt es wie immer, Truck SMP braucht ein Minimum eine Woche, maximal 3. Dementsprechend, ja, das Update kam ja jetzt letzte Woche, oder die Woche zumindest. Rechnet mal so, ja, Mittwoch, Donnerstag, ob da vielleicht das Ganze aktualisiert wurde. Genau, soweit dazu. Es wurden noch einige andere Sachen gefixt, die ich jetzt gleich noch vorlesen werde. Heute kam nämlich auch schon wieder eine neue Version für SpedV und zwar schon heute Morgen. Tempolimit 60. Ja, tu mich auch. Handy im Steuer, ich weiß, das wird teuer, aber wir machen es jetzt trotzdem mal. Genau, da habe ich meine Updates notiert. Genau, also in den letzten Tagen wurde Folgendes gemacht. Da kam zuerst mal die Version 0.9.5.13. Zum einen gibt es nun ein Log für Nutzeränderungen. Bei Serverarbeit Tempolimit 60. gibt es nun ein Video. Es wurde eine Nutzerkarte hinzugefügt. Demnächst links abbiegen. Wenn man mit der Rollenfunktion W drückt, sendet man einen AFK-Text. Biege nach links ab. Ja, natürlich. Im Condor, genau, ATS wurde dort hinzugefügt. Ich werde mir auch demnächst mal ATS holen. Da können wir mal auf beiden gucken. Der Anzeigefehler in der Nutzerverwaltung, der in den vorherigen Versionen da war, ist nun endlich behoben. Das Fahrtdiagramm wird jetzt nur noch angezeigt, wenn Daten überhaupt da sind. Unten einer dieser Lokalisierungsfehler ist auch behoben. Das war zumindest die 13. Tempolimit 60. Warte. Ja, wir rollen mal langsam. Tempolimit 30. Ja, wir rollen doch schon. Dann kam wenig später schon das Bug, ein Hotfix, nämlich die Version 0.9.5.14 mit einem Bugfix für Nutzer unterhalb der offiziellen Anforderungen. Und dann kam, wie schon vorhin gesagt, heute Morgen eine Ankündigung, nämlich hauptsächlich wegen der Telemetrie. Da gibt es nämlich nun Übersetzungen, hauptsächlich und eine Meldung bei fehlenden Rechten. Soweit dazu, denn SpedV hat nämlich heute auch noch ein Update an sich noch rausgebracht. Das möchte ich aber erst später euch erzählen. Aber so mal vorneweg, wir versuchen es mal mit dieser Rollfunktion. Aktiv 17,5 T Zwiebeln von Mannheim nach Metz. P. Auftrag pausieren. Z. Geschätzte Ankunftszeit. Genau, bei W, das habe ich vergessen zu sagen, das werden wir erst in ein paar Tagen testen, weil das nämlich nur für den Multiplayer ist und der noch auf der 1.34 hockt. Was ich ja schon vor uns gesagt habe, dauert Minimum eine Woche. Genau, dazu jetzt nicht so viel.
man hat schon jetzt nebenbei gehört. Tempolimit 60. Ja, SpedV. Wir haben ein Update bekommen, wo jetzt eben die Tempolimit 60. Navigationsstimme dabei ist. Und mein Stuhl quietscht schon wieder ekelhaft. Das hasse ich. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Bei mir bildet sich jetzt gerade auch ein Fix. Kurzen Moment. Das Bild ist mit Absicht so stehend. Genau. Das Ganze ist ja... So, jetzt können wir weitermachen. Also, das Ganze nennt sich ja heute Modding Stream. Das ist auch so beabsichtigt. Nämlich wegen folgendem Grund. Von unseren Fahrern ist auch schon mal bekannt. Wir machen aktuell ja ein komplettes Skin-Pack für die Trucks, die ja mittlerweile in ETS 2 überhaupt vorhanden sind. Und es ist da auch schon bekannt, dass wir mit dem Mercedes New Actros eigentlich fertig sind. Ich werde den heute mal nicht zeigen, einfach um auch ein bisschen zu warten. Genau, man sieht, ich fahre jetzt gerade einen DAF, der hat noch nicht die Lackierung jetzt gerade drauf, eben weil da noch nichts entwickelt wurde. In unserer letzten Abstimmung wurde angesagt, der Scania R soll ja hinzugefügt, soll jetzt als nächstes anentwickelt werden. Wir werden jetzt das auch als nächstes in Angriff setzen und dann eben kurz gesagt das Ganze dann machen. Ich möchte hier betonen, Scania ist eine Firma, in ETS, da dauert es ein bisschen länger, eben weil da unterschiedliche Stufen gemoddet werden müssen. Das Ganze liegt daran, dass wir bei Firmen wie zum Beispiel eben Mercedes, da gibt es zwar auch unterschiedliche Stufen, diese werden aber in einer einzigen Mod benutzt. Das heißt, ich brauche für alle drei Arten des Mercedes nur eine Mod und in Scania eben alle drei. Und dementsprechend müssen wir da noch ein bisschen arbeiten und das dauert. Genau. Jetzt mal dazu. Wir werden nach dem Scania dann auch erst einmal anfangen, firmenweise zu arbeiten. Das heißt, wir machen dann erst eine komplette Firma, bevor wir dann zur nächsten gehen. Also diese Abstimmung war jetzt einmalig, um einfach auch mal zu sehen, was will denn die Community oder die Fahrerschaft denn überhaupt haben, und soll dann erst später veröffentlicht werden. Genau. Jetzt muss ich schon gucken. Hallo, kein Datenvolumen. So viel jetzt dazu. Wir werden jetzt auch erstmal nach Metz fahren. Wir düsen einfach mal hier. Fahren dann die ganze Strecke wieder zurück von Metz nach Mannheim und werden dann dort Tempolimit 80. uns den Trailer angucken zu dem neuen Release-Video, was es da gibt, hier in der Spedition, beziehungsweise zu der kleinen Überraschung. Denn da haben wir nämlich ein komplettes Video und das möchten wir uns nicht entgehen lassen. So, wir sind schon in Frankreich, da kommt nämlich schon die erste... Ja, wir fahren langsam durch. Anfang der Modstrecke, Gebühr wird am Ende gezahlt. Ist uns alles schon klar. Wir fahren... Demnächst rechts abbiegen. Natürlich. Da kommt nämlich schon die A4 nach Metz. Biege nach rechts ab. Ja klar, sonst müssen wir nach Straßburg. Das wäre ja ein Umweg. Genau, da geht's auf die Autobahn. Genau.
Und apropos 1.35, auch das ist klar, die die neuen Versionen der Pro-Mods und der Truck Sim Map werden ein bisschen dauern. Das heißt, erwartet mal so im Juli, August, September etwa, dass da auf jeden Fall was kommt. Ob es jetzt eine Ankündigung ist oder doch gleich das komplette Ding, wird man dann sehen. Tempolimit 80. Ja, ich sehe es, ich muss runter. Auf 70. Genau. Da gehen wir hier wieder drauf. Bremsen wieder ab. Tempolimit 11 Euro. 30. Ich werde den jetzt mal durchlassen. Genau. Soweit dazu. Ich habe im Stream ein bisschen zu früh angefangen. Ich muss ein bisschen Zeit rausziehen, weil das dauert jetzt noch eine Dreiviertelstunde. Minimum. So Dreiviertelstunde, Stunde etwa. Und ja, da kommt schon unsere Abfahrt für Metz. Das heißt, ich muss gucken, dass ich irgendwie doch noch Zeit rausnehme. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Ja. Und der Krassdackel ist natürlich wieder mal absolut dappig. Alex Blechle hier. Bitte rechts halten. Richtung Lyon und Metz natürlich. Die Spur ist frei. Fahren wir drauf. Bevor das ZV wieder meckert, bleiben wir auf die 5. Sind wir hier auf der 50. Bitte links halten. Die Spur ist natürlich auch frei. Der weiß, dass er zu stehen hat. Gut. Ich wollte es schon sagen. So. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ach, Nimm tatsächlich. die Ausfahrt rechts. Tempolimit 50. Ja, das dachte ich mir schon. Tempolimit 70. Ich bemerke hier, ich rolle noch. Tempolimit 50. Nein, 70. Links halten und dann links abbiegen. Tempolimit 50. Biege nach links ab. Dreckspolizei. Da gibt man denen schon die Vorfahrt und dann ist nix. Demnächst rechts abbiegen. So, genau. Jetzt. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Genau. Für die Leute, die jetzt erst dazugekommen sind, Wir sind heile angekommen.
Aber das werden wir dann am Ende sehen. Naja, der Truck ist jetzt nicht gerade sehr heil. Teile ja sogar auf 2%. So, ich mache das hier auch wieder ganz einfach. Rollen. Aktiv 17,5 T Zwiebeln von Mannheim nach Metz. P. Auftrag pausieren. Z. Geschätzte Ankunftszeit. W. Auftrag beenden. B. Auftrag wird beendet. Genau, wir warten kurz. Und dann können wir schon den nächsten Auftrag nehmen. Ich habe so Lust auf Straßburg. Komm, wir gucken mal, was wir von Metz haben. Aufträge. Karawan nach Straßburg. Und haben wir dann in Straßburg? Nach München. Na, hätte ja sein können. Luxemburg. Achso, ich sollte vielleicht nach... Der Strecken. Auftrag wurde erfolgreich beendet. So. Zürich. Frankfurt. Nee. Dann gehen wir halt hier nach Metz und fahren was. Achso, das ist 0 Tonnen. Das kann man wieder vergessen. Nach Straßburg haben wir was in Bern. Nein, dann einmal Straßburg. Zack, ausgewählt. Achso. Ja, wir sollten vielleicht mal den aktuellen noch abkurbeln und dann mal gucken. Gerne aktuelle Aufträge, vielleicht ist der sogar hier schon gelistet, dann brauchen wir nicht extra nochmal rum zu rangieren. Ah, nach Dresden. Nee, ich verzichte. So, wir wollten jetzt den hier. Der ist bei Triad. Fahrt vorsichtig. Ja, werde ich definitiv. Ich werde mal kurz mal hier abrechnen. Wir werden mal die Musik ein bisschen hier einstellen. So, abgerechnet. Zack, Häkchen ran. Weiter geht's. So. Genau, wir schnappen uns den Auftrag. Biege nach links ab. Klar doch. Demnächst rechts abbiegen. Tempolimit 50. Biege nach rechts ab.
Oh, ich werde fast drauf gefahren. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Tempolimit 50. Ich kann nichts dafür, Totenwinkel ist schuld. Tempolimit 80. Tempolimit 80. Da war's. Demnächst rechts abbiegen. Tempolimit 80. Biege nach rechts ab. Das war eine schöne Fahrt. So. Zack. Zack. Hier rum, da rum. Okay, wir fahren los. Es. Auftrag starten. Auftrag wird gestartet. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Du hast bereits einen anderen Auftrag. Überprüf mal. Aktiv 11,2 T Gabelstapler von Metz nach Straßburg. Straßburg. Auftrag pausieren. Straßburg. Geschätzte Ankunftszeit. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Aber na klar doch, warum nicht? Demnächst rechts abbiegen. Ach, wir fahren über die Autobahn. Wir fahren auf der Autobahn. Biege nach rechts ab.
Und da kommt schon die Mautstation. Genau, Anfang der Mautstation. Bisschen die Musik. So. Schon viel besser. Geh mal in den Kanal. So. Wer talken will, bei uns auf dem Speditionskanal, beziehungsweise auf dem Gaming-Kanal, im Discord, kann man gerne noch reden. Na, kriegt das hin? Hier sind wir auf uns drauf gefahren. Ach, hier sind 90. So. In Straßburg machen wir uns dann auf den Weg nach Mannheim und dann reicht das eigentlich und wir können uns den Trailer angucken. Für die Skin-Geschichte brauchen wir übrigens noch einen kompletten Modder bzw. Designer. Wer Interesse hat, kann ja dann sich bei uns bewerben. Bei Modding machen wir gerade sehr Tempolimit viel. 90. Ich will jetzt mal überholen. Tempolimit 90. So. So. Da kommt wieder eine Mautstation. Wir rollen uns schon zu Ende. Wir zahlen jetzt Tempolimit 30.
kommt schon Straßburg, die Ausschilderung. Bitte links halten. Was? Gut. Da steht aber Straßburg. Ach, der will mich wahrscheinlich anders lotsen. Mando Renault, kannst du jetzt auch noch Gas geben? Ich meine, hier sind eigentlich doch 80. Ich fahre 80, also. Bitte rechts halten. Ach, guck mal an, da kann er Gas geben. Tempolimit 50. Tempolimit 50. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber natürlich. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Da sieht man schon die nächste Garage. Tempolimit 50. Demnächst rechts abbiegen. Wie geht CC? Okay, da sehe ich es schon. Ja, Tempolimit 50. Biege nach rechts ab. Wir sind fertig. genau, wir geben ins Plattformer an, dass wir durch sind. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Genau, fortsetzen. Dann gehen wir ins Angebot. Mal gucken, vielleicht nehmen wir mal einen externen. Wir nehmen jetzt mal so ein. Los. Klar. Biege nach rechts ab. Links abbiegen und dann links abbiegen. Ach, guck mal, da ist der Straßburg-Dom. Bei dem war ich nämlich mal schon. Biege nach links ab. Den hat man jetzt noch kurz gesehen, ne? Wir sind heile angekommen. Warte, guck. Da, das soll der Dom eigentlich sein. Boing.
Wow, ich knall dagegen und schon kommt eine Nachricht rein. Nicht wundern, wenn ich nichts schreibe, konvertiere im Grund einen Mod für ETS. Los. Oder für ATS. Oder für ein anderes Spiel. Der Auftrag Biege wurde nach links erfolgreich ab. gestartet. Demnächst rechts Zack. abbiegen. Ja, ich setze schon den Blinker. Biege nach rechts ab. LS19. Ja, okay. Genau. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Muss die trotzdem mal durchlassen. So geht das. Erstmal nicht ran. Dann sanft und geschmeidig, ne? So nimmt man die Kurven. Links halten und dann links abbiegen. Tempolimit 50. Biege nach links ab. Ich wollte schon sagen, bevor das runterkommt. Aktiv 11T Klimaanlagen von Stressbord nach Mannheim. Pri. Auftrag Wie mich das pausieren. ärgert, wenn der Stressburg sagt. Geschätzte Ankunftszeit. Am Kreisverkehr Tempolimit erste Ausfahrt 50. nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Bitte rechts halten. Ich muss mal geschwind nach was gucken. Ja, 30 Minuten. Dann geht's los. Da war's. Tempolimit 70. Genau. Nach der Überraschung werden wir mit dieser dann einmal von Mannheim nach Bergen und zurückfahren. Tempolimit 80. Ja. Und dementsprechend Tempolimit 80. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. ich werde hier schon wieder langsam und es ist sehr ärgerlich. Jetzt werde ich wieder schneller.
werden wir jetzt gleich noch auf 80 einloggen. Ich versuche in Ruhe zu trinken und keinen Verkehrsunfall zu machen. Tempolimit 60. Ich werde mir gleich einloggen. So. Klasse. Tempolimit 60. Ja, schon gut. So. Immer geradeaus. Ja, Tempolimit 60. ich bin schon am Bremsen. So, die Musik ist einfach auch schon vorbei. Die war nämlich noch bis jetzt einkalkuliert. Tempolimit 50. 70. Genau. Ich werde jetzt gleich eine Pause einlegen und dann geht's auch schon weiter. Also 15 Minuten Pause, sobald wir es abgelegt haben. So. Ich werde noch die Pausenmusik raussuchen, was wir da abspielen. Genau, dann geht's gleich weiter mit dem Stream.
Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hier endet es. So. So. Ah. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. Jetzt. Genau. Damit sind wir dort auch durch. Und gehen jetzt erstmal hier wieder in die Profile rein. Soweit da. Genau, dann wird es gleich weitergehen. Und so lang. Suchen wir mal noch Musik raus. Bis gleich.
Und da sind wir auch wieder, meine Lieben. In 6 Minuten geht's los. Dementsprechend würde ich einfach mal sagen, boah. Jetzt wird auf dem Multimedia-Kanal unserer Spedition oder unseres Discords der Link gepostet. Dadurch könnt ihr euch das in eurer eigenen Qualität angucken und anschauen. So. Genau. Hier haben wir das mittlerweile schon. 5 Minuten steht jetzt gerade noch drin. Wir haben die Erinnerung aktiviert und dementsprechend können wir gleich darüber reden, was denn da jetzt genau besprochen wurde. Kleiner Tipp, es hat was mit SPED-V zu tun. Mehr sagen wir jetzt dazu nicht. Dementsprechend, ja, werden wir uns das gleich mal genauer angucken. Genau. So. 4 Minuten. Wir analysieren jetzt hier erstmal das Bild. Das Ganze wurde an sich in Frankfurt und in Mannheim gedreht. Und ja, wurde heute veröffentlicht. Dementsprechend, ja. Wir möchten auch die Zuschauerschaft bitten, erst in 10 Minuten ETS 2 zu starten. Denn das Ganze, ja, geht nämlich gleich los. Vom offiziellen Gamers Point Kanal. So, 3 Minuten. Ich weiß noch nicht, nach was für Sekunden denn denn YouTube geht. Aber das sind schon einige Sekunden hier vergangen. So. Jeden Augenblick dürfte eigentlich der Countdown losgehen. Von den letzten 2 Minuten. Ja, 30 Sekunden Unterschied. Wir aktualisieren nochmal. Premiere in 2 Minuten. So. Ist denn kein Datenvolumen denn noch anwesend?
So. Premiere in einer Minute. Ja, in 60 Sekunden. Ich gehe mal da drüber. Mal gucken mal. 60 Sekunden. 45. Ja, er ist anwesend. Perfekt, gut. Dann einmal hier einen Blick werfen. So. 30 Sekunden noch. Ich meine, jetzt haben wir es offiziell 20:15 Uhr, aber ja, das scheint wohl einen ganz schönen Delay zu haben. Nein, perfekt. Fünf, 4, 3, 2, 1. Premiere startet gleich. Ja, genau. So. Eigentlich braucht man die Seite ja nicht mehr zu aktualisieren. Ich mache es trotzdem mal. So, 9. Juni, 20:15 Uhr. Wir sind schon längst durch. Wir haben sogar jetzt jeden Augenblick einen Überzug. Ja, wir haben schon einen Überzug. Na. Jetzt. Wow, dass jetzt da extra noch ein 2 Minuten Countdown kommt. Das nächste Mal stehe ich das auf 20:13 Uhr. 2 Minuten früher. So, 45 Sekunden. Mal gucken, ob da jetzt auch was losgeht. Ja, also 30 Sekunden. Wir machen mal den Vollbild an. Wir starten jetzt einfach so unsere eigene E3. So, Countdown läuft ab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Action!
Genau, das war jetzt der Trailer zu der kleinen Überraschung. Man hat es eigentlich schon lesen können. Wir haben nämlich jetzt etwas hinzubekommen in den Kondo-Modus. Genau. Und das werden wir uns jetzt genau angucken. Auf die Fragen werde ich auch gleich eingehen. Das wird einen Moment dauern. Bitte habt ein bisschen Geduld. Das kann nämlich sich auch ein paar Minuten hinziehen. So. Dementsprechend, ja. Wir gehen wieder ins Spiel rein und drücken Spiel fortsetzen. Na. Genau. Denn jetzt ist es eigentlich auch schon soweit, dass wir das Ganze auch mal uns mal im Spiel direkt angucken. Und auch erklären, wie man denn an diese Lackierung rankommt. Dafür habe ich, das habe ich schon vor uns gesagt, ja eine Fahrt schon mir erstellt im Kondo-Modus, nämlich einmal von Mannheim nach Bergen und zurück. So, wenn ich das Ganze jetzt lade, kann es sein, dass das Ganze dann, das wird dann ganz woanders stehen. Das ist, ich sage jetzt mal, komplett normal. Das muss so sein. Also werden wir kurz hier speichern, weil wir stehen ja noch in Mannheim. Wir speichern das hier rein. Und dann tun wir das Ganze mal laden. Beziehungsweise wir gehen in den Kondo-Modus, geben an, wir wollen es von dort aus laden. Bitte warten, die Aufträge werden zugefügt und schon sind sie mittendrin. Das heißt, wir wählen das aus und dürften uns dann eben in Mannheim befinden. Genau. Da haben wir sogar schon einen stehen. Nämlich den wir jetzt brauchen. So sieht das Ganze aus. Hat einen etwas glänzenden Look. Das stört uns aber nicht. Also so sollte er auch im Single-Player allgemein aussehen. Da gab es dann noch hier unten an der Bande noch dieses kleine Problemchen. Aber das wird ja aktuell noch gefixt. Genau, wir haben auf der Rückseite eine Fake-Adresse. Dementsprechend Briefe dahin schreiben sollte man nicht. Denn klar, es gibt Bad Homburg, aber es gibt eben nicht die Hohenberger Straße 5, beziehungsweise die Hohenberger Straße im Allgemeinen. Die ist komplett ausgedacht. Und ja. Der Name sollte eigentlich auch klar sein. Chaotic Transport. Und ganz unten Telegram ist unser Telegram-Feed für neueste Sachen. Dementsprechend werden wir auch daher nachher diesen Stream dann auch hinzufügen. So. Dann fahren wir jetzt mal die Kiste hier. Ich werde mal von hier aus zugucken, ob ich das schaffe. Warte. Ich fahre mich und im Trailer spiegelt das. Okay, das sieht cool aus. Keine Ahnung, ob das gewollt ist. Egal. Wir werden jetzt im Stream nur die Fahrt nach Bergen raussuchen und genau. Und die Seite sollte eigentlich auch klar sein. Die ist komplett schwarz. Die muss so sein.
an. Fertig Du zum willst einen Losfahren. Kontorauftrag fahren, der noch nicht alle Voraussetzungen erfüllt, Triller und alle Frachtteile am Startort. Mein Fehler. Ich habe den falschen hier gerade geschnappt. Genau, ich werde jetzt gleich zeigen, wie das Ganze geht. Hallo, Boy Junior. Ja, mein Fehler, ich habe gerade den falschen Trailer mir geschnappt. Das war jetzt nur ein Vorführeffekt. Das war ja jetzt nur angezeigt, wie das Ganze aussieht, wie es eben auch in dem Trailer jetzt von gerade eben zu sehen war. So, unser steht nämlich noch bei Euro-Goodies. Da gehen wir doch mal zu den Aufträgen. Mannheim Euro-Goodies, da haben wir es doch. Okay, wir fahren los. Natürlich fahren wir los, weil ich nämlich schon Gas gebe und keinen Bock auf einen Doppeltrailer habe. Und ausgerechnet jetzt kommt natürlich der ganze Verkehr. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Street War. Ich erkämpfe mir gerade meinen Zugriff. Demnächst links abbiegen. Ja, ich weiß, weil eure Guccis ist Nummer links. Biege nach links ab. Genau. In dieser Kurzfahrt werde ich das noch nicht zeigen. Erst in der Fahrt nach Bergen. Obwohl, wir könnten mal gucken. Hallo, Boy Junior. So, wir fahren mal hier rum. Und dann... Biege nach links ab. Tempolimit 50. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. What the fuck, so einen langen Text hatte ich schon lange nicht mehr. Wenn man normalerweise seinen Auftrag raussucht, hat man bei den Kontoaufträgen hier dieses Zahnrad. Da klickt man einfach mal drauf und dann sieht man, dass man hier erstmal das Standardding hat. Dann haben wir hier von der WUV, wir haben den Eisernen Orden, wir haben hier die Westfalen-Transporter, Fleming-Transporter, Truckers Logistik. Dann auf der nächsten Seite haben wir die Eurogroup, ILG, TNG. Dann ein bisschen weiter haben wir die TP Logistics, die ja schon ein Video für ihren Trailer gemacht haben. Dann haben wir natürlich die DTP, die da gerne vertreten sind, die LMK, die BTG und mit der BTG und der SST haben wir hier auch die CHTR Trailer, beziehungsweise den ersten. Es gibt natürlich den nicht nur als Single-Trailer, sondern wenn man ein bisschen weiter scrollt, wir müssen mal suchen, auch einen Tandem-Trailer. Wir gucken mal, ob das jetzt auch so geklappt hat, weil das habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht angeguckt. Und sehen, perfekt, hier haben wir den Tandem-Trailer zum Beispiel schon und ein bisschen weiter haben wir noch den Trailer von von den zwei Aufliegern, also die Double-Trailer-Kombi. Dementsprechend ist das auch drin. Also egal, was für einen Trailer ihr besitzt, im Condor-Modus alle drei funktionieren. Wir schnappen uns jetzt den hier mal und werden dann mal den hier fahren. Oder zumindest erstmal anhängen. Ich denke mal, ich werde jetzt auch erstmal nach Bergen mich hinzaubern. Okay, wir fahren los.
So, mir wurde auch von der Sped... Der Auftrag wurde erfolgreich Biege nach gestartet. rechts ab. Sag mal, wie ändert man bitte... Hab ich doch jetzt gerade... Na, immer die Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach Hallo rechts Ramon. ab. Hi. Demnächst Jetzt rechts kommt eine Antwort. abbiegen. Ich habe mich schon gewundert. Genau, ich werde jetzt Eigentlich erstmal habe ich nach... schon Und dann vor dem links Hallo abbiegen. gesagt. Ja, dann habe ich es nicht gehört. Biege nach links Macht ab. nicht. Es ist vorbei. Ja, endlich ist es vorbei. Ich bin in diesem Trailer los. Ich kann hier nicht mehr sehen. So viel schwarz. Und dann noch diese Leuchtstreifen. Das ist schrecklich. Ja, wir geben ab. So. Jetzt muss ich mal schon gucken. Der Auftrag wurde erfolgreich beendet. So. Jetzt können wir es abhängen. Nach der Fahrt nach Bergen mache ich eine kurze Tour mit einem Doppeltrailer. Einfach mal zum Testen. Und dementsprechend werde ich erstmal im Kondomodus mal ein Lager in Bergen kaufen. Beziehungsweise gleich. Ich muss erstmal gucken, wo ich hinfahre. Genau, wir drücken mal auf Fahren, weil ich nämlich zu blöd war und nicht die aktuellen Aufträge genommen habe. Aufträge. Okay, wir fahren los. Na, erkennt es Gott? Nee, SpedV das? Ja, tut es. Du hast bereits einen anderen Auftrag. Der Auftrag wurde erfolgreich gestartet. Was denn jetzt? Aktiv 20 TFPH Stückgut von Mannheim nach Bergen. P. Danke. Auftrag pausieren. Z. Geschätzte Ankunftszeit. Kilometer. Obwohl in Hirtshals werde ich die Fähre direkt nehmen, also nicht nach Zeit Christian. zu gehen. Ja, wir gehen ja schon, Mensch. Das Spiel hetzt aber auch ein. Biege nach rechts ab. Bei dem Navi kommt mir eine Idee. Biege nach links ab. Ramon, Ja. ich habe eine Idee. Lass mal Schweizerdeutsch machen als Navi-Sprache. Demnächst links abbiegen. Gibt's das? Du kannst mittlerweile die Stimmen verändern. Biege nach Oder links hinzufügen. ab. Da könnte man ja gut Also in- Schweizerdeutsch hinzufügen. In ETS 2. In ETS 2. Du, es gibt mittlerweile auch schon Google Maps. Tempolimit 50. Diese dämliche Google Maps Stimme in ETS 2. Mit einer Modifikation, also Das muss ich mal Tempolimit schauen. 50. biegen Sie links ab. Jetzt Nee, biegen nee. Sie rechts ab. Nein. Auf Schweizerdeutsch heisst es rechts abbiegen oder links abbiegen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Rechts.
Ihr Schweizer könnt voll gut das R rollen. Ganz ehrlich. Biege nach rechts ab. Wenn der Deutsche das macht, das klingt wie so ein bellender Hund. Das ist eben von Natur aus, weisst du, das R. Kann man gleich mal noch Schwäbisch hinzufügen. Was kann ich dann machen? Tempolimit ganzes 50. Dialekt-Mod-Pack wäre nicht schlecht. Ja, So vor allem wenn so Wienerisch, Schweizerdeutsch schon drin ist. weißt du, so Wienerisch zum Beispiel, Plattdeutsch, Sächsisch. Obwohl, das Sächsisch könnte sogar der Enrico sprechen. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Ja, weil es da sonst keine Möglichkeit gibt, ne? Immer Bei einer geradeaus. Auffahrt. Weißt du, ich habe so ein Dreieck, die sagt links halten und dann immer geradeaus. Ja, ich kann ja nicht zufälligerweise nach Tempolimit links. 40. Da fahre ich ja mitten in den Gegenverkehr. Die dumme Kuh. Aber mal gucken, vielleicht kann ich sogar noch ein paar Sprachen von TomTom rausfiltern. Tempolimit 80. Hast du schon mal Fahrtangebote gemacht im Condor? Wer ich? Ja. Ich fahr kein Kontor. Ich fahr lieber online. Lass mich kurz gucken. Ah, da haben wir ja noch 13.000 Unterschied mit 2. Guck, was ist denn überhaupt meine Fahrt wert? Ja, 126.000. Lass mich mal gucken. Wow, als ein paar Bälle komme ich trotzdem nicht ran. Wäre schön, wenn man neben den Stream View zum Runterladen auch die Tempolimit 80. das eigene Speditionsziel runterladen könnte, damit man dann Links zum Beispiel im halten Livestream und sieht, dann okay, bleiben gut, Sie soweit immer geradeaus. ist der Fahrer, soweit ist der Fahrer. Immer geradeaus. Wäre schon sehr praktisch. Muss ich mal als Tempolimit 80. muss ich mal als Vorschlag setzen. Nein. Doch. Oder ist bei dir jetzt gerade was Scheiße. passiert? Ja, kann man so sagen. Was ist passiert? Aber warte. Beschreib's mir einfach, weil ich muss selber fahren. Ich habe vorhin alle Mods von ATS runtergenommen. Das war ein Fehler.
Warte, vielleicht konnte ich retten. Mal gucken, ob Truckers Jo, MP, wie der jetzt aussieht. ich vermute mal, Truckers MP wird so Mittwoch, Donnerstag das dann für die 1.35 machen. Weil das ist ja schon ein recht riesiges Update im Vergleich zu den vorherigen. Oh, ich bin erst Level 4. Tempolimit 80. Das muss ich ändern. Weißt du, was du auch noch nicht bist? Was? Du bist gerade mal Platz 8. Ja, ich weiß. Und nach meiner Fahrt bist du sogar Platz 9. Mir geht es eher darum, dass ich überhaupt etwas einfahre. So geht Weil- mir gerade genauso. Eben. Ich versuche nur nicht letzter zu sein, weil das wird dann peinlich. Ja, Spielstand. Okay. Vielleicht sollte ich das jetzt zuerst mal so machen. Tempolimit 80. Ach, da bin ich. So. Wow. Keine Mod, kein Spiel, wie es aussieht. Na, Hauptsache noch ein Profil. Ja, Dann hast du noch Schwein gehabt. kann sein, dass ich kurz weg. Oh. Damit rechne ich schon. Wir rollen. Wir sparen Sprit. Weiter Brit. Im Garten. Kann nicht nur sein, war sogar so. So, neuer Versuch. Streamst du schon lang? Was seit 2 Stunden. Ah. Hab vorhin noch 10. Warte. Ja, ich werde aber nach der Fahrt nach Bergen erstmal den Stream stoppen. Hab vorhin noch CSGO gespielt, darum habe ich es nicht gewusst und mitbekommen. Und ich habe natürlich wie ein Tempolimit Vollidiot 80. die Glocke vergessen zu abonnieren. Ganz ehrlich, das ist einer der Kanäle, wo es mich noch nicht mal interessiert. Was? Das ist wirklich einer der Kanäle, wo ich sage, es ist nicht wichtig, die Glocke zu aktivieren. Mehr oder Ja, weniger. doch, schon auch. Ich meine, ich bin ja spät Tempolimit Mitglied, also 80. sollte ich auch wissen, was so passiert. Boah.
Also wenn du wirklich wissen willst, was passiert ist, dann kann ich dir das erzählen. Also gestern hatte ich ein sehr langes Gespräch mit Kiste vom technischen Support. Und da ging es um Total Dividiert und seinen Aufträgen. Und heute Morgen habe ich mitgekriegt, dass er mir auf Twitter folgt. Und ja, und habe dann kurzfristig entschieden, heute den Stream zu machen. Ach so. Okay. Genau. Nächstes Wochenende bin ich ja bei dem Konvoi von der Mr. GT, also von der German Truck Spedition. Jetzt bin ich zu schnell. Da bist du ja beim Dirk. Ich werde den Mr. GT Konvoi auch streamen. Und meinen Teil dazu auch noch geben. Jetzt kann ich meinen ganzen LKW ummodellieren. Kasseler Berge, ich rolle einfach nur. Ist nichts Neues von dir. Auf der Promo sind die Kasseler Berge echt brutal. Also du fährst da deine erlaubten 80, willst hochfahren und tuckerst mit 20. Du erinnerst dich an die Berge, wo wir lang fahren? In der Schweiz? Da war ich gerade mal bei 50. Dort bin ich bei 20. Und das auf einer verdammten Autobahn. Also du kannst mir erzählen, was du willst, aber das ist dann schon grenzwertig. Also ich muss da wirklich mit 150 hochziehen, damit ich dann noch mit 80 ungefähr dann am Berg oben bin. Und darf dann wie ein Irrer bremsen, nur damit ich nicht auf die 200 komme. Also sollte jetzt für die 1.35 demnächst noch eine Promos kommen, werde ich definitiv mit der V-Klasse Mod dann fahren. Stimmt, den muss ich mir gleich auch noch runterladen. Bei denen will ich auch noch auf Stabilität mit testen. Ich rolle hier immer noch. Und ich bin vor Hannover. Also ich will ja nichts sagen, mein Lieber. Aber da kommt schon langsam die Beschilderung für Hannover. Ich bin jetzt erst bei 80 wieder. Also ich habe jetzt eine Menge Sprit gespart. Tempolimit 80. Bitte links halten. Bitte links? Nö, ich fahre jetzt rechts.
Ich werde jetzt schön nach Magdeburg fahren, statt nach Hannover. So, ich gebe wieder Gas, damit ich wieder ein bisschen viel zu schnell bin für die Nadel. Werd dann wieder rollen. Die Trailer in ATS sind echt hässlich. Ich konzentriere mich gerade eher auf ETS und habe da noch eine Menge vor. Ja, ich theoretisch auch, aber da es online noch nicht funktioniert, habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt noch ATS. Klar, mach mal ein paar Dollar. Sind schon wieder im fünfstelligen Bereich. Also wir kommen jetzt nur noch bis zum Monatsende ungefähr raus. Und dann darf ich wieder 1 Million rüber investieren. Was? Ich pfeife bei dir und höre mich. Das ist so schön. Weil ich es extra nach oben treiben muss. Ich weiß übrigens nicht, an was es liegt. Also doch wahrscheinlich, weil der Treiber meines Headset das Headset nicht registrieren kann oder erkennen kann. Wird wahrscheinlich genauso beim Steppy sein. Der hat nämlich auch die Probleme. Und wenn er sich mutet, hört man sich doch trotzdem doppelt. Das weiß ich nicht, ob so ist. Ich muss ihn mal fragen, was der hat für eins und dann werde ich mal mich ein bisschen schlau